Also gut, gehen wir rein in die zweite Stunde jetzt hier an diesem Spot. Erste Stunde haben wir gerade schön aktiv beangelt, schön auch mit verschiedenen Köderkombinationen ein bisschen getestet. Jetzt nochmal schön Basic rein. Wieder an der gleichen Stelle, jetzt allerdings gezielter auf F1. Eieiei, das ist jetzt allerdings kein F1. Das ist sogar der erste und bisher größte. Aber ich hoffe, die Frequenz wird dementsprechend jetzt gleich auch noch schön auf F1 weitergehen. Denn F1 lohnt sich einfach immer wieder. Schön kleiner Fisch, maximaler Ertrag haben wir heute im Turnier, heute im Wettangeln, im Livestream schön auch nochmal getestet. Lief ganz gut hier. Blut aus Nord, der Spieler Blut aus Nord hatte hier gesagt, Alden teste mal auf 15 Meter, sitze ich schon den ganzen Tag, läuft hervorragend, schön konstant. Die Fische rausziehen hier, 15 Meter an der Stelle einfach rauswerfen und eben auf Himbeer-Mais. Und das Ganze teste ich jetzt auch nochmal. Ich war jetzt im Turnier ein bisschen größer unterwegs und jetzt geht es allerdings auch nochmal schön basic und klein rein. Allerdings auch nochmal mit einer anderen Futtermische. Und da bin ich jetzt gespannt. Ich habe die nochmal umgebaut, habe die nochmal ein bisschen mehr basic zusammengebaut. Also nochmal mehr auf natürliche Köderkombination, oder Futterkombination, die klassisch eben auch sind für Karpfen / Karausche. Denn Zielfisch ist ja jetzt eigentlich F1. Das ist, glaube ich, was ist das denn, Alter? Ich habe gerade nur so ein bisschen Rücken gesehen. Einfach nur ein Spiegelkarpfen oder sowas. Sah relativ glatt aus, wenn ich das gerade im kurzen Augenblick richtig gesehen habe. Ja. Zieht also immer noch ein bisschen ab. Der nächste zieht aber auch ab. Und die dritte fängt, glaube ich, auch schon wieder an zu piepen. Das ist gut. So muss das losgehen hier in den Morgenstunden. Und ja, wie gesagt, zweite Stunde. Also hier geht es jetzt auch schon ein bisschen länger. Anfangs habe ich es natürlich probiert direkt hier vorne. 6 Meter Entfernung. Also ganz nah Uferbereich. Wir haben es nach wie vor kalt. Sehen wir hier oben in der Ecke. Es ist immer noch kaltes Wasser. Ja, Spiegel. Alles klar. Ist okay, nehmen wir mit. Kaltes Wasser und dementsprechend habe ich es natürlich erstmal im nahen Uferbereich getestet. Ich werde auch gleich nochmal ein bisschen andere Spots testen. Vielleicht da vorne am Eimer, direkt am Anfang, nochmal ganz nah. Oder 47 soll auch funktionieren. Allerdings weiß ich da oder muss ich die Clips auch nochmal ein bisschen testen und gucken. Ich werde wahrscheinlich alles so im ufernahen Bereich. Oh, Leder. 15 Kilo Lederkarpfen. Schau mal einer, guck. Das ist mal nicht schlecht. Den nehmen wir doch gerne mit. Schönes Ding, sehr gut. Einfach nur auf dem Maiskorn. Apropos einfach nur. So einfach bin ich hier übrigens gar nicht unterwegs. Denn ich teste mal wieder sämtliche Pop-Up-Rigs. Pop-Up-Rig, Shot-Rig, Hinge-Stiff-Rig. Alle 3 Montagen gerade. Alle 3 komplett gleich aufgebaut. Gleiche Vorfasslänge, gleiche Vorfassmaterialien, gleiche Hakengröße. Gleiche Köder natürlich und Dip und Futtermischen. Also das ist alles komplett gleich, aber eben unterschiedliche Montagearten. So, gucken wir nochmal. Also hier schön auf 15 Meter. In der Nacht ging auch schon ein bisschen was rein. Auch das schon mal nicht so schlecht. So, ziehen wir hier nochmal ein bisschen straff. Und dann gucken wir gleich mal rein. So sieht es jetzt gerade aus. Ich habe gerade eben schon verkauft. Und jetzt geht es hier quasi direkt wieder los. Mit einfach nur Maiskorn, ne? Himbeer, Mais, Lila, ganz basic. Vom Dinkelsbühler Zeiler bisher. Hier schön einfach auch wieder auf den F1. Den will ich jetzt eigentlich haben. Das wäre nicht so schlecht. Komplett auf F1. Ich hoffe, da ballern jetzt noch ein paar mehr rein. Bisher war es schon mal ganz gut. Also sind auch schon mal ganz gut welche reingegangen. Und ich bin auch, also man könnte kleiner reingehen. 6er Haken, 4er Haken. Allerdings hätte ich gerne, wenn er denn dann auch reinballert, vielleicht auch gerne ganz große. 2 Kilo plus. Dass es dann in Richtung Trophy auch geht. Da verzichte ich ein bisschen vielleicht auf Frequenz. So, wir gucken mal rein in die Setups. Die sind ja grob alle ganz ähnlich zusammengebaut. Also, wie gerade schon gesagt, Pop-Up Rig ist das erste Setup.
Komplett eben hier auf ganz klassische Karpfen-Setup hier. Ich habe 18 Kilo Mono-Vorfachsmaterial. 18 Kilo, 20 Zentimeter lang Monomaterial. Weil Monoschnur ja auch ein bisschen eine auftreibende Wirkung hat. Ich bin komplett mit auftreibenden Ködern hier unterwegs. Daher die Idee Mono-Vorfach und nicht Braid-Vorfach, was eben sinkend ist und sich am Untergrund schön anpasst. Also das brauchen wir in dem Fall ja nicht. Hier jetzt in der Kombi Himbeer und Himbeer ganz einfach. Futtermische gucken wir natürlich auch gleich noch rein. Zweites ist das Shot Rig. Beim Shot Rig und beim Hinge Stiff Rig brauchen wir spezielle Haken. Hatte ich beim letzten Video schon mal gezeigt. Das sind so Haken, die haben extra so einen Knick. Also normale Haken hätte die Öse gerade weiterlaufen vielleicht. Und die haben halt meist nochmal so einen extra Knick drin. Also da gibt es extra eben solche Shot Rig Haken. Einfach mal gucken, steht auch meist nochmal mit dran. Zack, und das ist jetzt hier gerade auf dem Shot Rig der erste Biss. Ich teste das jetzt. Ich habe jetzt heute auch noch im Hinge Stiff Rig die letzten Skillpunkte reingetan. Und ich teste das jetzt einfach mal. Okay. Inwieweit es da Unterschiede gibt. Also immer schön alle 3 Montagearten. So, direkt wieder raus. 15 Meter. Alle 3 Montagearten gleich zusammengebaut. Allerdings dann immer ein bisschen unterschiedlich, wie gesagt, eben von der Montage. Größter Unterschied natürlich hier beim Hinge Stiff Rig. Hattet ihr ja auch schon in dem letzten Video mit in die Kommentare geschrieben. Klar, hier gibt es eben nochmal einen etwas größeren Abstand durch dieses Bonusvorfach mit dem extra Wirbel nochmal mehr Abstand zum Köder. Trotz allem hat das Ganze ja nur, wir können ja hier nur einstellen 20 cm. Das heißt, letzten Endes haben wir 20 cm Abstand. Ob wir das eine Vorfach nehmen oder das besondere Vorfach hier, was man speziell auch extra nochmal anfertigen muss. Ich sehe da immer noch keinen riesen Vorteil. Ich werde es, wie gesagt, weiter testen. Nach wie vor hier die Haken drauf. Ansonsten alles komplett gleich. Kein Unterschied zu den anderen Sets. Und ja, dementsprechend einfach rumprobieren, welches jetzt am besten läuft. Ja, von den Köderkombis, das hatten wir durch. Spot hier 15 Meter haben wir auch durch. Hier unten ist es auf der Map, wer es noch nicht erkannt hat. Klassische Stelle, wir werfen ungefähr hier in diese Area rein. Also grob in diesem Bereich. Kann man, glaube ich, auch ganz gut dann anfüttern. Wie gerade schon gesagt, 47, 47, irgendwo hier, so ist das. Also auch hier, na, wo ist es? Auch hier soll es gerade ganz gut gehen. Ob es jetzt hier der Nahbereich ist, 5-6 Meter Bereich oder eben auch hier der Kantenbereich um die 12 Meter, müsste ich gleich nochmal testen. Genauso teste ich dann auch nochmal hier den Nahbereich in der Area, beziehungsweise vielleicht hier gleich nochmal. Irgendwo werden doch auch noch bestimmt ein paar mehr, paar mehr F1 gehen. Wobei ich muss sagen, seit der anderen Futtermische jetzt hier, bin ich sogar schon ganz zufrieden. Also größentechnisch deutlich bessere Brocken, die hier gerade reingehen. Und da verzichte ich doch fast hier auf den F1. Guck mal hier. Schöner Dinkelsbühler Zeilkarpfen. Da könnte ich vielleicht sogar doch nochmal größer reingehen. Mit größerer Köderkombi, größere Boilies vielleicht. Und vielleicht gehen hier dann doch einfach nochmal größere Zeilkarpfen oder Lederkarpfen. Warum auch nicht? So, jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Futtermische. Beziehungsweise Futtermische. Warte mal, hatte ich nicht noch die Himbeere? Die erste, die ist ja auch noch mit drin. Kupfer. Nee, die war durch. Genau, die habe ich komplett verbraucht. Na, also, dann gucken wir jetzt hier einfach nach der F1 Futtermische. Und da ist sie hier auch schon. Also F1 Himbeermische. Und die Idee jetzt hier hinter ist, dass die Futtermische alle wichtigen Basics beinhaltet. Also wir haben drinne Biskuit, eher ein bisschen süßlich. Wir haben natürlich die Aromatikkomponente mit drin, mit Himbeere, allerdings nur einmal. Fliegenmade dabei, Erbse dabei, Mais dabei und dann
Himbeere hier auch nochmal als Aroma. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn wir hier schon mit Maiskorn unterwegs sind, dass wir auch Mais als Basis nehmen, plus Mais eben als Zusatz. Aber Biskuit ist einfach so ein bisschen der Gedanke, dass man da nochmal mehr in Richtung Karausche geht. Also wir haben ja den F1 als Hybrid zwischen Karausche und Schuppenkarpfen. Und dass wir da eben Vorlieben von diesen beiden Elterntieren sozusagen in die F1-Futtermische reinbringen. Ob das überhaupt eine sinnvolle Idee ist, wer weiß das schon, wenn man es nicht testet und probiert. Im Moment muss ich allerdings sagen, allgemein scheint das ganz gut zu funktionieren mit einer einfachen Basis, also einem Himbeerzusatz, Himbeeren nochmal als Aroma und der Rest vom gesamten PVA sind einfach karpfenlockende Aromen oder karpfenlockende Köder und Futteranteile, die einfach auch so als Köder funktionieren würden. Ne? Erbse, Mais, Fliegenmade, ne? Sowas funktioniert halt allgemein auf Karpfen und das dementsprechend halt drin. Und nicht Himbeer, Himbeer, Himbeer. Es ist halt eine Lockrichtung. Es ist eine Aromatik, es ist ein Lockmittel, nur in verschiedenen Größen. Das bringt halt keinen Bonus, ne? Wenn man jetzt einfach nur dreimal verschiedene Himbeergrößen reinmacht. Also, so der Spot, so der Test. Ich teste noch ein bisschen weiter, muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Kann man also wirklich ganz gut machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, gehen hier noch mehr F1? Ich würde fast sagen, mit der Köderkombi jetzt gerade geht tatsächlich alles andere besser als F1. Also Zielfisch nicht hier, nicht in der Kombination, zumindest nicht zu dieser Tageszeit. Mit einem so einem Zielfisch, naja, ist ganz nett. Aber ich teste auf jeden Fall nochmal weiter. Habt ihr Erfahrung mit Shot Rig, Hinged Stiff Rig? Gibt's da bei euch irgendwie große Unterschiede zum Pop-Up? Ich meine, Pop-Up ist halt das populärste. Seht ihr da große Unterschiede? Ich kann da bis jetzt noch nicht wirklich was feststellen. Also hier hinter mir einmal Shot Rig geskillt, Hinged Stiff Rig geskillt und Pop-Up Rig geskillt. Alles 3 Pop-Up-Montagen, aber tja, bisher noch nicht der Riesenunterschied hier, bis eben auf die Hakenform, noch nicht der Riesenunterschied, aber bei den Fängen. Ich bin gespannt, ob sich da noch was tut. Ausprobieren, testen, testen, testen. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch und werde dann wahrscheinlich am nächsten Tag gleich auch noch einfach nochmal gucken, wie es dann an diesen anderen Spots aussieht. Es bleibt noch ein bisschen kalt hier am Kupfersee, von daher nutzen wir das. Ausprobieren, testen, teilen das Ganze, wie es bei dir läuft. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.